Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Die gute Theo, die ist uns ja bei unserem Besuch hier im Krankenhaus, Gott sei Dank während des Besuchs im Krankenhaus, abgeklappt. Wir haben uns jetzt hier gegen Ende der letzten Folge ein bisschen um sie gekümmert. Sie hat sich während des Gesprächs ein bisschen aufgerappelt und scheint jetzt eigentlich wieder ganz normal zu sein. Und sie hat jetzt, nachdem wir ihr die Entscheidung überlassen haben, wann sie mit uns darüber sprechen möchte, ob sie mit uns darüber sprechen möchte, sie hat sich jetzt scheinbar dazu entschlossen, ihr Wissen mit uns zu teilen bezüglich dieser religiösen Gruppierung, von der wir beim letzten Mal von Dr. Günther erfahren haben, die angeblich mit der Herstellung einer ominösen Droge betraut ist, sage ich mal, oder dafür bekannt ist, keine Ahnung. Er konnte uns allerdings nicht sagen, der Herr Doktor, ob das die gleiche Droge ist, die wir ihm als Extrakt quasi mitgebracht haben. Und es verdichten sich aber die Hinweise, dass das eine mit dem anderen zusammenhängen könnte. Und vielleicht ist Theo jetzt das entscheidende Bindeglied, um hier Klarheit reinzubringen. Aber lasst uns das gemeinsam herausfinden. I've already told Lloyd a part of this story, but let me explain from the start. Oh, ich sehe gerade, dass ich das am Ende der letzten Folge auch falsch verstanden habe, weil sie bezieht sich auf einen Part der Story, den sie uns oder Lloyd schon erzählt hat. Ich dachte, es ging darum, dass sie uns einen Part der Story noch erzählen will, aber voll aus dem Kontext gerissen letzter Mal. When I was 5 years old, I was kidnapped and held captive by a cult of religious fanatics. Oha. Das erklärt, warum sie so emotional, würde ich es nennen, beim letzten Mal reagiert hat, als das Thema zum ersten Mal auf den Tisch kam. Krass. No. Damn. The cult's objective in doing so is still unknown, but one thing is clear. They were attempting to obtain something by rejecting the goddess and worshipping devils. I think that they saw me and the other captive children as offerings, nothing more, nothing less. Simply a means to obtain whatever they wanted. Offerings? Yes, I call them offerings because sacrifices wouldn't exactly be right. Though I suppose it's possible the term could apply to some of the children. The cult had several lodges and each was experimenting with different rituals. As for the lodge I was taken to, their rituals primarily involved various kinds of human experimentation. Ach du grüne Neune. Human experimentation? So, is that why you've got those enhanced senses of yours? Stimmt! Das könnte eine Erklärung dafür sein. Precisely. Senses were attached to our entire bodies and we were pumped full of drugs. They attempted to enhance our 5 senses using any method imaginable. They even tried enhancing our sensitivity to supernatural phenomena by applying psychological stress and hypnosis. For 3 long years, that was my life, day in, day out. Wie furchtbar. That can't be. Despite all that, I was one of the lucky ones. None of the children could withstand the procedures except for me. One by one, they began to disappear. And it was at the moment when I became the last child remaining that I gained this power. My hearing became keen enough that even though a massive rock wall separated us, I could hear the others' final cries as though I was right there in the room with them. Theo, those monsters. Boah, Theo. Ich muss mich kurz bei dir entschuldigen, ja, weil ich mich in der letzten Folge so drüber aufgeregt habe, dass sie so lange so geheimniskrämerisch ist und den Mund nicht aufkriegt und so, aber ganz ehrlich, dieses Thema kannst du ja auch nicht zwischen Tür und Angel ansprechen. Also vor dem Hintergrund nehme ich alles zurück. Es tut mir leid, Theo Todd, okay? Then something happened. Lloyd's brother Guy broke into the lodge. Na, jetzt wird's ja interessant. The team accompanying Guy was able to neutralize the cult followers and dismantle the lodge's operation. The resistance was strong, but the moment the lodge fell, most of the cultists committed suicide. Guy passed by
passed by countless bodies littering the ground until he finally reached the ceremonial chamber. And there he found me, the only surviving child. Alter Vater. By the time Guy found me, I was wasting away, so weak I was near death myself. I was quickly brought to this hospital and spent several months recuperating, I don't know, here. What happened after that, I've already told Lloyd about. So, that's what really happened. Aber wenn die am Ende alle Suizid begangen haben, haben die sich damit komplett ausgelöscht? Das gibt bestimmt mehrere Gruppierungen, die sich im ganzen Land verstreuen oder so, würde ich jetzt mal vermuten. Aber was ist aus denen geworden? Das würde mich noch interessieren. Theo, and in a cruel twist of fate, though I was so grateful to Guy for saving me from that place, when I heard that he passed away 3 years ago, I didn't feel much of anything. Es gab doch auch in der letzten oder vorletzten Folge diese Szene am Grab von Guy, wo Theo so betroffen war, wo ich noch nicht verstanden habe, womit das zusammenhängt. Aber deren Connection, also ja, jetzt braucht man keine Fragen mehr zu stellen, ne? Das ist klar. It's as if in exchange for this power I had my emotions stripped away. That's how it felt to me at least. Theo. But I think back then I actually wanted to ask him something. But I wanted to ask a strong, impossibly optimistic person like Guy, how exactly should a broken person like me live? In the end, though, I missed my chance to ask and I ended up being recruited by the Epstein Foundation. Du brauchst auf jeden Fall, liebe Theo, psychologische Hilfe, um das aufzuarbeiten, was dir widerfahren ist, weil ich glaube, das wirst du nicht einfach durch das normale Leben, wenn es weitergeht, ohne weiteres verdrängen. After that, I joined the Special Support Section and began to live with all of you. But even now, I still haven't figured out the answer. How should I live my life? And why? Why did I survive? Why am I here? Theo! Jetzt klatscht sie ja eine. Nee, Gott sei Dank nicht. You don't have to worry about that. It's okay to not know the answers. Everyone struggles with those very same questions. What? Why are we here? How should we live our lives? There aren't many people out there who do have answers for those questions, Theo. Me, Ellie, Randy, we're all lost, the same as you. I know, I definitely lost my way for a bit, that's for sure. Still, Theo thought there's no need to rush to find an answer to those questions. We've got our entire lives to figure stuff like that out. But... Sie ist noch so jung, ey. Sie hat eigentlich noch viel mehr Leben vor sich. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle im Durchschnittsalter sterben, sage ich mal, auch wenn das ein makabres Thema ist. Aber sie ist noch so jung. If you can't help but wonder what the answers are, all you need to do is keep searching for them. And remember, you don't have to do it alone. We can search for the answers together. Of course, that includes me. Randy, the chief, Kia, even Zaid, we're all here for you. We'll help you find the answers you're looking for. Oh. Ja, wenn sie weint, muss ich auch. Hör bitte auf, ich kann nicht gar nicht hingucken. I knew it. Lloyd really has rubbed off on you too. You're all making such cheesy speeches now. Why are you like this? No. Well, we didn't really have a say in the matter, you know. The moment we joined the SSS, we were fated to fall victim to Lloyd's sappiness. Randy's right. We're a team. We share what we feel, even if it is embarrassing. Außerdem gibt's da nichts, wofür man embarrassed sein müsste, finde ich. I don't really get why this is my fault, but I definitely agree with Ellie's last point. We share everything. Embarrassment, our past pains, and of course our smiles and happiness as well. That's what it means to be a team, right? Oh nein, sie weint. Please stop. All your sappy feelings are smothering me. I don't know how much more I can take. Oh, Theo, hör auf. But for some reason it's not a bad feeling. Ach Gott, ey.
das war aber klar, dass das alles einen Grund hat, warum sie so ist, wie sie ist, weil sie ist nicht die typische 14-Jährige, wie man sie normalerweise kennen würde, sage ich mal. After their heartfelt talk, the SSS took the bus back to Crossbell City. When they returned to the SSS building and put an exhausted Tio in bed, Lloyd, Ellie, and Randy decided to have one more talk with Chief Sergey. Oh. Oh mein Gott, wie die da im Bett liegen. Ich habe erst zuerst nur Zeit gesehen und fand das schon süß, aber guckt euch das mal an. Ist das süß oder was? Ich komme schon wieder nicht klar. Damn it, that name again. Gnosis. Ach, er kann was damit anfangen? Warum hat er uns nie was davon erzählt? Chief, it's about time you tell us. Please, tell us what my brother was involved in 6 years ago and about the cult that kidnapped Tio. Please, you must be aware of everything that happened. I had a feeling you knew what was up with Tio Todd from the start. Komm, das kennen wir eh schon. Die halbe Wahrheit, jetzt kannst du uns auch noch die zweite Hälfte nahelegen. Of course, I know about the cult. Back when they were at the height of their power, it was Guy and I who tracked down and took out one of their lodges. Okay, you did? Then, Chief, you are my brother's... Yeah, I was Guy's superior officer. I guess even back then, I was a bit of an oddball in the force. So one day I ended up with 2 unconventional rookies assigned to serve under me. One of them being your brother. Guy was impulsive, a bit reckless too, but he was a damn great detective. The other rookie was like night and day in terms of personality. 2 of them made a hell of a team. Who exactly was this other rookie? Don't tell me it was that Dudley guy from the 1st Division. Nah, Dudley was hired straight into the 1st. The guy was practically born for that division. As for this other rookie, I'll bet you've heard of him somewhere before. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich muss irgendwie immer an Lecter denken in solchen Momenten. Ich weiß nicht, weil der für mich noch so ein unbeschriebenes Blatt ist. Oh, Arios! Wirklich? His name is Arios McLean. Okay, dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. What? He was a part of the police? He was, but he traded his police badge in for the Braces Gauntlet some years back. Ich wette, das hängt damit zusammen, dass er mit den Machenschaften und Strukturen bei der Polizei nicht so zufrieden ist und das vielleicht gar nicht so sieht, dass sie für die Bürger im Dienste sind und so. Ich wette, der mag diese Bracer-Helfer-Syndrom-Struktur irgendwie mehr. Hell, that's probably one of the reasons the police here in Crossbell have such a rocky relationship with the Guild. Wegen Arios. Das kann sein, ne? Da haben sie einen Abtrünnigen natürlich, den sie gerne bei sich behalten hätten und dann ist das auch noch der stärkste und krasseste Typ da drüben. Also, das ergibt alles irgendwie so Sinn, rückblickend betrachtet. Didn't see that coming. So my brother and Arios both joined the force at the same time. Yeah, though Arios was a couple years older than Guy. Ach, guck mal, die 2... Wie Arios da auch noch ausgesehen hat. Also so viel sieht man ja jetzt nicht, aber der hat so normale Kleidung an irgendwie und seine Haare sind ein bisschen kürzer, oder? And it showed Arios was always a bit more mature. He was already a family man with a wife and daughter at the time. Und da im Hintergrund ist Sergey, ne? Noch ohne Kippe im Mund. Was ist da los? Guy, on the other hand, he was as bright-eyed as he was foolish, a wild card who was always rushing off to help people. I think there are many differences were the reason they got along so well, though. A little less than 2 years after joining the force, and those 2 were already being heralded as the CPD's rising stars. Considering what we know about their skills, I can definitely believe that. Exactly. To be honest, I was damn proud of those boys. After all, not many people get the chance to mentor 2 fine young rookies like them. Our squad was able to accomplish a lot in the time we had together. To the point where the higher-ups decided to leave the joint investigation of a certain international case to us rather than the 1st Division. Joint Investigation, International Case. War das der Grund, warum Arios dann gegangen ist? Oder Arios? Wait, are you talking about...
Yes, it was about the cult. Was? Was sollen die Zeichen da sagen? D3.G oder wie soll man das richtig lesen? That's their official name, written out with the therefore sign in the middle. Ach so. Ich nenne die jetzt einfach, wie soll ich die nennen beim Vorlesen? DG? DG? Dogs? Dags? Dugs? Ich weiß es nicht. Dix? Ich weiß es nicht. Ich würde es halt am ehesten als ein A lesen. Aber vielleicht sagt er uns ja, wofür die Buchstaben stehen, wenn er das weiß. D, therefore, G? Ach so, so spricht man das aus. Mit therefore in der Mitte, oder was? The hex, a therefore sign. 3 dots arranged in a triangle. It's a symbol used in mathematical proofs and logical arguments. But what exactly do the D and G stand for? Danke, Ellie. Genau meine Frage. We never solved the entire riddle, but we did uncover what the meaning of the G is. It stands for Gnosis. Ah. Boah, ey, ich könnte mir echt vorstellen, dass der Reveal von dem D erst ganz spät im Spiel kommt und dann so richtig mind-blowing ist. Ich überlege gerade, welche Schlüsselbegriffe hier mit D anfangen, die man vielleicht schon kennt, aber ich habe keine Ahnung. Der Drug Dr. Günther told us about. Das D steht bestimmt für Dr. Günther, genau. The one rumored to use power borrowed from devils. Devil, vielleicht. Devil and Gnosis. This can't be a coincidence. It's already been 6 years since that whole mess. Those zealots left behind a lot of mysteries, but I know one thing for sure. Out of my decades of service on the force, this group were the most disgusting pieces of shit I've ever had the displeasure to encounter. The bastards used those kids they kidnapped as sacrifices at their lodges. So then, the abduction case Mr. Grimwood mentioned yesterday, it was... Boah, und am Ende ist Mr. Grimwood irgendwie der Head von allem oder so. Ich hab den auch so ein bisschen auf dem Radar, weil der mir bisher eine zu krasse weiße Weste hat, der Typ. Was ist das denn? Ich nenne die einfach DG Cult. Ist irgendwie schwer zu lesen bei der Farbauswahl. They had more than 10 active lodges spread all across Simuria. Alter, bin ich die Einzige, die die Augen zusammenkneifen muss, um das zu erkennen? Das ist echt ungünstig gelöst hier. And they performed various rituals in each of them. Summoning horrific devils, taking advantage of artifacts for... Ich erkenne das nicht. Boah, ich bin gerade kurz davor, meine Brille aufzusetzen, aber ich glaube, das hilft nichts. For their gain wahrscheinlich. Experimenting on those poor children. And there was always one constant in their rituals. A mysterious drug called Gnosis. Also müsste ich eigentlich wissen, aber ich erkenne das nicht. Oh Gott sei Dank ist das vorbei. This is all a lot to take in. So, how do you end up solving a case as messed up as this one? Ah, right. Oh, ich mag das immer voll, wenn hier neue Bilder kommen. Wen sehen wir hier? Da unten ist Guy, unten links. Der Typ oben links in Rot ist wahrscheinlich Arios. Der Typ in der Mitte, der sieht aus wie Anton, finde ich. Und da links ist Sergey, oder? Und rechts keine Ahnung. Like I said yesterday, this issue affected a number of countries, so they got together and organized a joint investigation. Each country's army, police force, and Bracer guild branches collaborated. Under the command of a certain famous Bracer, we launched a large-scale... Ist das Cassius Bright? Der sieht ihm ähnlich, jetzt wo er das gerade erwähnt. War der Operation to round up and suppress every one of the cult's lodges. Wart ihr erfolgreich? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie furchtbar. Ey, vielleicht werden wir diesem Cult hier am Ende quasi den Kopf abschlagen. Vielleicht gehen wir in deren Zentrale und killen den Anführer oder so.
As for my small squad of 3, we were in charge of taking down the lodge located on the outskirts of Altair, located in Western Calvert. It was there that Guy rescued Theo Plato, who was 8 years old at the time. Oh mein Gott, wie furchtbar. Also eigentlich ist das gerade ein schöner Moment, weil wir hier gerade ihre Rettung sehen. Aber guck mal, das Ding, was sie noch am Kopf hat und um die Ärmchen, das sind wahrscheinlich alles noch Überbleibsel der Experimente, die man an ihr durchgeführt hat, weil da auch Kabel vom Kopf weggehen. Das ist so interessant, finde ich, was man in diesen Bildern immer so an Details erkennt. Theo was emaciated and barely responsive, and she was one of the lucky ones. Sie war die Einzige, hatte sie uns gesagt. After all, none of the other kids made it out alive. And even though what Theo had to go through was monstrous, there were even more horrific things happening to the kids at the other lodges. Ey, das erinnert mich ein bisschen. Ich weiß, das ist jetzt ein harter Vergleich, aber das erinnert mich echt ein bisschen an die Konzentrationslager, die wir während des Nazi-Regimes in Deutschland hatten. Das gibt mir irgendwie so die gleichen Feels, auch wenn man so hört, dass da einfach Unschuldige mit unterschiedlichen Experimenten und alles und überhaupt, wenn das mal nicht davon inspiriert ist von den Entwicklern, dann weiß ich auch nicht. Die haben ja eh so ein Faible für deutsche Geschichte, Namen, Historie, was auch immer. Na gut, Geschichte, Historie ist das Gleiche. Puh, interesting, wie hart die hier auch alle so involviert sind in die ganzen Themen und wie hier so die letzten Spielstunden immer so neben denen hergearbeitet haben, ohne dass uns keiner was erzählt hat. Why? Why are people like this allowed to exist? Ja, vor allen Dingen, was für ein Ziel verfolgen die? Was ist mit den Leuten kaputt, dass du so einer Gruppierung beitrittst? Und vor allen Dingen, wo rekrutieren die ihre Member? Also, was hat das alles für einen Sinn? Das hat doch keinen finanziellen Vorteil. Das hat vielleicht so einen Machtvorteil. Oder das ist einfach ein Sammelsurium von Gestörten. Keine Ahnung. I feel like I'm going to be sick. Compared to the criminals we've dealt with here in Crossbell, these guys are a completely different level of twisted. Yeah. At any rate, after that operation 6 years ago, the cult was completely wiped off the map. Also doch. Den Punkt hatten die schon mal. Und jetzt kommen die wahrscheinlich wieder zurück, oder was? Oder sind schon wieder zurück. All its zealots either committed suicide or suffered a psychotic breakdown and wasted away. Some have speculated that there were a few survivors, but rumor has it the church and the society exterminated the rest of them. The nightmare known as the DG cult should have finally been over. But now these blue pills have appeared. Ist jetzt die Frage, vielleicht ist das noch so ein Überbleibsel von früher, oder hinter den Kulissen werden die fröhlich weiter produziert und es gibt die tatsächlich noch. Und letzteres wird sicherlich die Wahrheit sein. Krass. There's a chance these pills are the gnosis the cult used in their rituals. Right now, that's just speculation on my part. But if this is the real deal, I'm afraid the nightmare of 6 years ago might have resurfaced in another form. One that will entangle itself with this conflict between these two mafias. Ja, wie die da involviert sind, das check ich aber immer noch nicht so ganz. Sounds like things couldn't get any worse. Also, oder vielleicht ist das auch so, dass einige von dem Kult auch Teil von Revanche zum Beispiel sind und da vielleicht so auf beiden Partys mitfeiern, in Anführungsstrichen. But if all this is true, we have to do something. I couldn't agree more. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was just in diesem Moment, wo wir miteinander reden, vielleicht Kindern da draußen passiert, die gerade das Gleiche erleiden müssen wie Theo und ihre ehemaligen Freunde. Lloyd. The one who killed your brother 3 years ago is still at large. I know. No leads were found and the case eventually went cold. Yeah, there weren't any witnesses either. After Guy transferred to the first, he'd only ever take on cases by himself. It's been speculated that the culprit was an intelligence agent from Erebonia or Calvert, maybe a member of Revanche. Hell, some have tossed around the idea of a Jäger Corps or terrorist cell being responsible, nicht call. However, there's always been another possible culprit in my mind. A remnant of the cult, right?
Yeah, I'd say that possibility is even more likely now. Sorry, dass ich mal dazwischen grätsche, aber ich finde dieses Thema gerade so spannend. Ich wette mit euch, dass mindestens eine Person, wenn nicht sogar mehr, mit der wir hier schon voll verbandelt sind, Teil dieses Kults ist und uns die ganze Zeit an der Nase herumgeführt hat. Und dieser Twist, der wird am Ende kommen und ich bin da jetzt schon so gespannt drauf. Even more likely now. So, for me, this whole thing is starting to look more and more like a chance to avenge my fallen subordinate. So sorry for my selfishness, but I'm gonna be butting in from now on. Alles gut, Sergey? Chief. There's no need to apologize. We'd love your help. Und am Ende ist er der Böse, aber das glaube ich nicht. Ich bete wirklich, dass er sich am Ende nicht als unser Gegner entpuppt, aber er ist hier gerade zu authentisch. You're trying to tell me you didn't butt in before now? Who can say? But anyway, I figure it's about time I told you. I might have founded the special support section, but the one who first came up with the idea was Guy. What? This was Guy's idea? But what about the SSS being created to oppose the guild's popularity? That was just something I fed the top brass to get them to agree to it. While he was still alive, Guy told me something I'll never forget. He said that what Crossbell needs is the strength to overcome its barriers. A place where young people can make mistakes, learn, grow, and combine their strengths into one. He told me he thought that was exactly what the police force needed. Guy. Damn, that brother of yours sure was something, Lloyd. So, is that the reason Tio joined the SSS too? Could be. I'm willing to bet she wanted, more than anything, to be part of a group that carried on Guy's will. Not that she has ever said as much to me. Ja, Tio behält, glaube ich, den Großteil ihrer Gedanken eher für sich. Wow, I had no idea. Well, setting Guy aside for now, I think our most urgent priority is stopping the damage these drugs are causing. And regarding Kia, I think it's possible that what happened to her is related to the cult somehow. Stimmt, über Kia habe ich jetzt gerade noch gar nicht nachgedacht. Ey, aber ganz ehrlich, wenn sie auch da diesem Kult zum Opfer gefallen ist, dann kann man eigentlich nur von Glück reden, dass sie ihre Erinnerungen verloren hat. Also wer weiß, wie sie mit diesen traumatischen Erlebnissen ansonsten umgehen würde. Pisses me off to think about it, but it does seem likely. After all that talk about drugs being the cause of her amnesia. Yeah, unfortunately I'm beginning to think that as well. So, Chief, can you leave the investigation to us while you protect Kia here? Since we have to coordinate with the 1st Division, we need someone to stay behind and give us orders while we're in the field. Oh? That's true. Yeah, the way this case is shaping up, we're really gonna need someone calling the shots from back at base. I'm sorry, Chief. I know you went out of your way to offer your help, but this is key to our success. That's right. Okay, fine. But listen up, just like before, I won't be giving you guys any direct instructions. You can have all the advice you want, I'll even take care of comms for you. But you're going to make your own decisions and solve this case with your own will. So, are you up to the challenge? Yes, sir. Aber bevor wir uns um dieses Thema kümmern, müssen wir bestimmt im nächsten Kapitel nochmal nicht abgegebene Bücher einsammeln und Leuten beim Daten helfen. Understood. Sounds like we're gonna have our work cut out for us starting tomorrow. Okay, wow. Also, das schlägt hier gerade eine Richtung ein, muss ich sagen, die mir sehr, sehr, sehr gefällt. Da rennen sie gerade offene Türen ein. The next day, 8 a.m. Das ging automatisch weg. Oh, ich sehe zum ersten Mal ein Auto hier durch die City brausen. Mit ganz schön viel Speed auch. Das fand ich gerade schon ein bisschen bedenklich. Auch wenn ich jetzt hier nicht wieder Moralpolizei spielen will. Und da hat es auch schon wieder an der Tür geläutet. Zu einer sehr ungewöhnlichen Uhrzeit, denn es ist gerade halb 9 abends. Also, habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass sie so spät noch Pakete vorbeibringen. Aber okay. Are you sure you're okay, Tio? You can always wait here with the Chief and Kia if you don't feel well enough to go. There's no need to worry. I was able to get quite a bit of rest, so I'm feeling much better than usual, actually.
Well, you do look a lot better than you did yesterday, that's for sure. Still, I was pretty surprised when Kia told me she wanted to sleep next to you last night. Das war so süß. I just felt like I wanted to all of a sudden. Die haben eh so eine besondere Verbindung, die zwei, habe ich das Gefühl. Hey Theo, did you sleep good? Of course. I can only imagine the reason I am in such pristine condition is because I spent so much time with you, Kia. Yay! You're a lifesaver, kiddo. Indeed, it's as if she's our very own special pick-me-up. Oh, that reminds me. I want you to promise me this one thing, Theo. Oh, jetzt kommt's. Jetzt hält er wieder eine seiner Reden. If something like yesterday happens again, please tell us about it. Don't bottle it up. That will only make it that much harder on yourself. I don't mean to be harsh, but if you were to collapse in the middle of a fight, we'd all be in trouble. Roger, I will keep that in mind. I'm a member of the Special Support Section and I intend to stand on equal footing with the rest of you. So, thank you. I'm lucky to have people like you who I can share my pain and burdens with. Aw, Theo. Don't mention it. Yeah, you can count on us. Huh? Hey, sorry to step in and ruin this little moment of yours. Er stand doch die ganze Zeit schon da, oder? You're planning to question some of the citizens suspected of drug use this morning, right? Yes, sir. I want to confirm what we found in the First Division's report, if possible. And since we'll be busy anyway, we hope to take care of support requests as they come our way. Indeed, if we let this opportunity slip away, we might not have any time left to venture outside of the city. As of now, we wanna look into that stockbroker in the residential district and that errant boy from the Saber Vipers. Okay, ich hoffe, das steht gleich noch in unserem Buch. And finally, I can see his new cast member. Die haben einen neuen Cast Member? They were all acting a little strange yesterday, weren't they? If you have time, you should go check in with Ian too. Ey, das sind doch genau die drei, mit denen ich doch das eine Mal noch gesprochen habe, wo ich von meiner eigentlichen Route abgewandert bin, weil ich gesehen habe, dass es da noch Bonus-DP gibt. Ich dachte eigentlich, das wäre alles optional. War es wahrscheinlich auch. Und jetzt kommen sie hier aber in den Hauptstory-Topf quasi. If you have time, you should go check in with Ian too. Achso, das habe ich gerade schon gesagt, sorry. Out of the two he told us about, it looks like the stockbroker is the same one from the First Division's records. But it seems like they don't know anything about the trading company manager just yet. Thanks for the advice. We'll make it a priority to stop by there. Dr. Günther should be contacting us later with the drug composition results, around noon, I think. Telefon! Ich freue mich irgendwie jedes Mal, wenn das Ding klingelt. Ich weiß auch nicht warum. Im Real Life ist es das komplette Gegenteil. Da hasse ich klingelnde Telefone, aber hier im Spiel finde ich das immer lustig. Hello, this is Lloyd Bennings of the Special Support Section. Mayor Bixon's voice. Lloyd, it's me, Bixon. Oh, ist irgendwas mit Gans? Der ist bestimmt gestorben oder so. Oh, hello, sir. This is good timing, actually. How's Gans been holding up? Yes, about that. He, seems to have disappeared again. Oh, shit. Der hat safe was mit diesem Kult zu tun. What? Kult. Ich habe das Wort gerade irgendwie so halb runtergeschluckt. Can you fill us in on the details? Of course, you see, Gans finally woke up late last night, but he kept fading in and out of consciousness, so we decided to let him continue to sleep for the time being. Just to be safe, I stayed with him overnight, thinking I'd report back to you today. But when I awoke in the morning, Gans was nowhere to be found. Die experimentieren bestimmt auch mit dem. Der hat bestimmt irgendeinen Auftrag und wird quasi fremdgesteuert. I see. Have you called the hotel or the casino? Yes, but I was told that no one has seen him for quite some time. Lloyd, what should we do? For now, I think it would be best if you stayed at the hotel, sir. It's possible that Gans might come back. We were already going out to gather some information, so we make sure to keep an eye out for him. If something comes up, please don't hesitate to give us another call. All right, thank you. Did I hear that right? Gans disappeared again? Yeah, apparently he snuck out of the hotel this morning, either by his own accord or...
This is all the more reason to check on the other individuals who have used this drug as well. Man, I've got a bad feeling about this. Aber woher, ich meine, diese Gespräche habe ich ja hier geführt mit den 3 Personen. Aber wenn ich nicht mit denen gesprochen hätte, woher wüssten wir zum jetzigen Zeitpunkt, wer diese 3 Personen sind? Das erschließt sich mir nicht ganz. Weil wir haben doch eigentlich keine offizielle Liste oder so. Das waren ja eher Zufallstreffer, die NPCs, mit denen wir da gesprochen haben. Oder gab es auch Gespräche im Rahmen der Hauptstory, an die ich mich nicht mehr erinnern kann? Man, I've got a bad feeling about this. The situation might be escalating faster than we anticipated. Don't worry about things here. Just go and see what you can find. Yes, sir. Have a good day. Uff. Oh, der hat uns mal nicht angeknurrt. Guck mal, in der Nähe von Kia kann er sich benehmen. Normalerweise grummelt er uns immer an. Wie bei 7 Tage Regenwetter. One of your witnesses vanished. The situation might be deteriorating faster than we thought it would. Apparently so, and we still don't know how this happened in the first place. Sorry, Chief, we're counting on you to hold down the fort. Sure thing. Ist jetzt eigentlich der nächste Tag angebrochen? Ja, ne? Wir sind jetzt in Day 3. Hier gibt es nämlich ein paar Sachen jetzt, die man verpassen kann. If that cult really is involved, I'd bet on your investigation being extended. I'd bet on your investigation, ja. Don't let your guard down, got it? Haben wir jemals unsere Guard down gelassen? Ich weiß nicht, aber das ist halt auch so ein Standard-JRPG-Spruch irgendwie. So, haben wir irgendwas zu reporten? Nope. Gibt es... Oh, hier ist ja was los. Hello, hello. Okay, warte mal, wir fangen mal oben an. Orbital Stuff Enhancement. Das klingt eigentlich gut. Das klingt wie eine Crafting-Quest aus Star Ocean. Julium. I want to perform an upgrade to that Orbital stuff of yours from the Epstein Foundation. Would you let me take a look? Was willst du mit uns am Stab? I will discuss the details in person. Come to the factory in the downtown district. Ich weiß wirklich nicht, von welchem Stab er gerade redet. That Orbital stuff of yours from the Epstein Foundation. Meint er den Tio standardmäßig mit sich führt? Stargazer's Tower Monster Extermination. 5000 Mira, nicht schlecht. A dangerous monster, but Orc Virage has been sighted in Stargazer's Tower. We ask that the Special Support Section deal with that threat swiftly. Be aware of its blinding breath attack. Make sure you are fully prepared. Okay, danke für die Warnung. Ach, hier ist noch eine... Das sind 3 Monster Exterminations, das sehe ich ja jetzt erst. Moon Temple. 5000. Dangerous Monster Visu has been sighted in the Moon Temple. So, it uses dangerous arts and has a bite attack that drops one of your stats all the way to 0. Schön. Sind LP auch Stats? Also kann der uns quasi instant töten? Ah, guck mal, hier ist aber nur Short und hier Medium. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Und Ancient Battlefield, Dangerous Monster Dark Legend has been sighted on the Ancient Battlefield. It wields a giant scythe that can instantly KO. Mind your positioning as the attack has some range to it. Ach du Scheiße, okay. Ich wette, der hier wird am geilsten aussehen, aber mit Abstand am schwersten sein. Aber guck mal, die haben beide Short. Also würde ich tendenziell die eigentlich als erstes angehen wollen. Oh. Da wartet, glaube ich, jetzt einiges auf uns. Na, mal gucken. Aber ich glaube, Monster Extermination werden wir nicht heute machen. Obwohl, es kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell wir jetzt hier mit den Kleinigkeiten durch sind, die noch anstehen. So, zuallererst will ich gucken, ob du was Neues für uns hast. Was, glaube ich, bisher nie der Fall war, wenn wir nicht gerade irgendeinen Kapitelwechsel hatten, aber sicher ist sicher. Dann will ich gucken, ob wir eine neue Crossbell Times haben. Da bin ich ja jetzt ein gebranntes Kind, nachdem ich eine innerhalb eines Kapitels wohlgemerkt ausgelassen habe, was mich, keine Ahnung, auf Lebzeiten nerven wird. Ich sage euch, ich bin, auch wenn ich in 5 Jahren das nächste Trades-Spiel irgendwann spiele, ich werde mich daran erinnern, dass das hier zu diesem Malheur kam. Und das stresst mich immer noch. So, hier gibt es auf jeden Fall keine neue Ausgabe. Gut, dann würde ich mal gucken, wenn ich das jetzt parallel irgendwie gehandelt kriege, auf meinen Zettel zu schauen. Also, das Rezept
können wir jetzt noch nicht holen, denn es ist als Revage HQ hier gekennzeichnet als Fundort. Das bringt uns jetzt nicht weiter. Warte mal, und das mit dem Dr. Glenn, das müsste bei Nine Valley at Downtown, habe ich mir damals notiert, after spoken with Günther. After spoken with Günther, but before day's end. Ich hoffe, Date 3 stimmt auch. Nicht, dass sich das auf Date 2 bezieht. Aber konnten wir, nachdem wir bei Günther waren, wir konnten doch gar nicht hier frei rumlaufen, weil dann waren wir im Eingangsbereich vom Hospital und dann ist Theo gleich zusammengeklappt und dann sind wir, glaube ich, von einer Szene in die nächste gejagt worden und dann war es schon hell. Ich gehe jetzt trotzdem kurz bei Nine Valleys vorbeigucken, einfach nur um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Warte mal, habe ich auch aufgeschrieben, mit wem man da sprechen soll? Nee. Ich habe nur Nine Valley at Downtown, steht hier nur auf meinem Zettel. Ey, das ist Julia wieder. My daughter's been longing for one of those, what's it called, dolls. Are you guys free right now? Could you keep her company for me? I've been too busy with work, so she's been just bored out of her mind. Maybe some other time. Guess business must be going pretty well for them. Ja, also wenn man schon drüber nachdenkt, sich so eine Puppe vielleicht anzulachen, dann sagt er schon eine Menge. Oh, that reminds me. I know it's an ask, but does your store happen to deal in any sort of hard drugs? Ach, guck mal, ich bin hier gar nicht so deplatziert. Hard drugs? Oh, you mean that miracle pill that's supposed to grant wishes and bestow happiness, right? What about that thing's been spreading all over? Unfortunately, I don't have any in stock. After all, that stuff's nowhere near my distribution route. Interesting. It looks like the rumors are true then. You know what they say, where there's smoke, there's fire. I figure it's probably being sold on the black market by some other dealer. You know, I was pretty sure Dudley would stop by, given that incident earlier. Weird, he's usually the first one to start digging up dirt. Dudley is a bit tied up at the moment, I think. Vielleicht ist Dudley auch so ein Kaltanhänger. Das ist auch so ein Typ, von dem man das am allerwenigsten erwarten würde. You know, I was pretty sure Dudley, das hier kennen wir schon. Okay, sehr interesting, dass ich noch hergekommen bin, wenn auch aus einem anderen Grund. I came to get information about yesterday's raid on HIER, but the shopkeeper here has never been an easy lady to work with. She seems on edge around me, probably because I'm not a regular client. If I had to guess, she's the type of woman that relies on herself to get things done. I guess I'm not going to have any luck here. Das könnte durchaus sein. Hey. Scott and Wenzel went to check on Belgard Gate. They got an eyewitness report claiming that the Mafia had been on the premises. Why would the Mafia go to a CGF post? There's actually been quite a few eyewitness reports leading up to this. I've been hearing a ton of rumors that the CGF commander is in cahoots with the Mafia. Yeah, word on the street is he's being bribed. Man, I never really liked the guy to begin with. Well, an investigation off Belgard Gate shouldn't be a big deal, but since that big raid just went down, we gotta track down some evidence just in case. Ey, das klingt so, als wäre ein Besuch in Belgard Gate gar nicht so verkehrt. Da gibt's bestimmt Dinge, die passieren. Hey, wanna buy something? Might even throw in some free goodies if you're a regular. Hey, here you go. One free bullet for you. Is it really alright for a child to be doing this? Nein, Ellie, du kennst die Antwort. Nein. Oh man, I'm so bored today. Mama's been super busy lately. Okay, also, ich muss auf jeden Fall, ich hoffe, ich merke mir das bis zum nächsten Mal, nachdem wir hier mit Dr. Günther gesprochen haben, nochmal hierher zurückkehren, um dieses Buch zu bekommen, denn das ist dann tatsächlich das letzte und das wäre richtig dumm, wenn mir das dann entgeht. So, aber dann habe ich, warte mal, mit dem, was ich jetzt ja an optionalem Kram auf dem Zettel habe,
dann bin ich da eigentlich durch. Das heißt theoretisch, obwohl, warte mal, obligatorisch will ich einmal nochmal in der Bracer Guild vorbeischauen, weil ich das, glaube ich, auch an den anderen 9 Tagen gemacht habe und wir haben es jetzt von hier aus auch nicht weit. Einfach nochmal gucken, was die da so erzählen. Ich bin hier gefühlt schon ewig auch nicht mehr angeln gewesen, ne? Ich würde schon gerne auch den höchsten Anglerrang irgendwann mal erreichen. Das war gerade mega dumm. Da, bin ich schon wieder multitasking-mäßig überfragt gewesen. So, dann lass uns mal hier erstmal auf die Schichtpläne gucken. Also, Arios ist auf City Patrol, interessant. Scott und Wenzel haben wir gerade schon gehört. Belgard, Lynn und Aeolia haben wir gerade getroffen. Was ist denn Private Business bei Estelle und Joshua? Vor allen Dingen auch noch im Entertainment District haben die heute frei. Dann ist Private Business aber auch irgendwie eine komische Umschreibung. Well, hey there, sweeties. My, you sure do seem a bit frazzled. Could it be there was some big development with that whole mafia fiasco? No, it's actually about something else. Oh, you don't say. It must be the missing people that have got your run so wrecked then. Wait, the guild already knows about that? But of course, in fact, Arios is out personally investigating the matter as we speak. But if this is something all of you are looking into too, then I'm starting to think it's even more serious than we first thought. It might have been a little too naive of us to assume that it was only 1 or 2 people who've gone missing. Yeah, I know what you mean. We would like to partake in an exchange of information if possible. Oh, we'd absolutely love that. Are you sure it's okay, though? Is sharing info with the guild something the SSS is clear to do? Naja, eigentlich nicht, aber wir haben gerade eine besondere Situation. True, we are going off of leads handed to us by the 1st Division. Dudley would blow a gasket if he found out we leaked intel to the Bracer Guild. Well, once you've come to a decision, you're welcome back here anytime. I'll sort through any new info Arios finds when he returns. And speaking of the McLeans, Shizuku's here in the city for a visit today. Estelle and Joshua are taking her out on the town for some funsies while poor Arios is busy with his investigation. Oh, I feel just awful for keeping that poor girl's daddy so busy with work. Solltest du auch. Also den einen Tag, den hättest du ihm eigentlich jetzt auch lassen können. Die Frage ist halt, ob der Michel hieß der, glaube ich, ne, mit dem ich mich jetzt gerade 10 Stunden gefühlt ausgetauscht habe, also klar, der verteilt wahrscheinlich die Arbeit auch, aber irgendwie würde ich Arios so einschätzen, dass der immer sein eigenes Ding macht. Also, ich glaube nicht, dass er seine Aufgabe, seine Arbeit gerade macht, weil Michel ihm befiehlt, das zu machen. Ich glaube, er würde selbst an seinem freien Tag sich irgendwie damit auseinandersetzen, aber beweisen kann ich es natürlich nicht. So, dann würde ich sagen, preparen wir uns doch mal ein bisschen für die optionalen Sachen, die jetzt hier noch so stehen. Ich würde sagen, genau, wir besuchen erstmal Guillaume. Vielleicht kann der uns nämlich irgendeine Waffe am Ende verstärken. Vielleicht ist das die Belohnung, die sich daraus ergibt. Also abseits von den Mira natürlich, die uns hier in Aussicht gestellt werden. Aber erstmal gucken, was genau sein Anliegen ist. Haben wir hier sonst noch jemanden? Nope. Ist das Roberts oder wie der hieß? Oh, you're all here. Hello, Mr. Guillaume. We saw your support request. Mind telling us the details? Hey there, Mr. Fixer-Upper. Appreciate the help as always, old man. Oh, who are you? Doch, ist doch der Robert, sage ich doch. Theo, it's been too long. How have you been doing? Are you still in good health? I did not realize you would be here, Chief. Additionally, it has only been a short period of time since you last saw me. Theo's relationship with Chief Roberts seems awfully complicated, doesn't it? Our apologies if we barged into the middle of your conversation. Are we interrupting you? We don't mind returning at a more convenient time, if that's the case. Ich finde, da sind die viel zu höflich.
Warum, Ellie? Der Typ hat doch eine Request ausgestellt und wir sind jetzt hier mit unserem straffen Zeitplan und wollen ihm helfen. Also ich finde, das ist eine Höflichkeit, die muss nicht sein. Auch wenn ich jetzt Gefahr laufe, dass ich vielleicht irgendwie übelst unfreundlich anmute, aber hier sehe ich das anders als du, Ellie. Auch wenn sie eine nette Person ist und das auch gut so ist. No, there's no need to go worrying about that. In fact, Robert here was actually the one who brought the request up in the first place. Guillaume, I could have sworn I begged you to keep quiet about... Zu spät. Oh. Der Blick. It's not what you think, Theo, I swear. I promise there's nothing suspicious about this at all. Nein, wirkt auch gar nicht so, wenn du ihn hier so zurechtweist. We've got a bit of a complex situation on our hands. Na dann erzähl mal. A complex situation? How so? I imagine... it's related to the request. Mind filling us in on the details? Right, I'll tell you everything. This request actually concerns the Foundation. I believe you're aware that the Foundation has been collecting Teal's combat data for the Orbital Stuff tests and Crossspell, correct? We've been using Teal's data as a reference to continuously improve the Orbital Stuff's potency and efficiency. And as a result of this data collection, we believe we've discovered a way to unlock new features on the staff. Ooh, what exactly does unlocking a new function entail? You telling us that Teotot's gonna get some kind of sweet new ability? Die kriegt bestimmt einen neuen S-Break. Ich glaube, die hat gerade auch nur einen. The function is for the staff, not me, Randy. Ja, aber du führst diesen Stab, also ist es ja auch irgendwie doch für dich. Many complex functions already lay dormant within the staff's code. However, there are no programs available that will allow me to safely utilize them. There is a strong possibility that a new program has already been in development. At least, I believe this to be the purpose of the request. Well, what kind of function is it? To keep it simple, it's related to a new craft. We've developed a new program that, once installed, will unlock a new skill with incredible power output. I've already checked out the materials list too. This stuff's going to become one heck of a beast. Achso, das sagt Guillaume, ja, falsche Stimme, egal. Unfortunately though, we can't activate the new function in the current stuff without putting Theo in harm's way. We're going to need to improve the handle so she can get a better grip on it. Well, wow, I don't really get it, but it sounds incredible. So will Theo be able to use this new function if upgrades are made to the staff? She sure will, just a teensy bit of a problem though. The shipment carrying the program and required parts has been delayed. Cause of a silly mistake on their end, we're going to have to wait another week. In fact, this is what the request is related to. If things continue the way they have, then it will inconvenience Theo as well. We couldn't stand here and wait, so we wanted to give Theo a helping hand. Boah, ey, wie die jetzt so tun, als wäre das alles nur für Theo, dabei ist das primär deren eigenes Interesse hier. Yeah, so that's why the request was called Orbital Stuff Enhancement, eh? It all makes sense now. While a week-long delay is unfortunate, I am not particularly irritated by it. I am interested in testing out a new function as soon as possible, though. After all, I am partly responsible for writing the program. If Theo's combat prowess can increase after the upgrade, it would be a great help with our investigations. But Chief Roberts, are you implying there's something you can do about the delayed shipment? Is there some alternative? Da freut sich. I'm glad you asked, Lloyd. As a matter of fact, there is. Thanks to the documents we received earlier, we were able to reconstruct the program needed for the upgrade on our end. All that's left is to procure the materials required for the attachments to the Orbital staff. And that's where I come in. As you all know, repairs and mods are my forte. After looking over those documents, I can say the parts are yours, once I've got the materials. Oh, I see what you're saying. If we gather the materials for you, you'll be able to finish up this project. Hey guys, why don't we pitch in and help for Theo's sake? Yes, I was thinking the same thing. No argument here. Are you sure this may slow down our investigation?
Haha, we're just gathering some materials. It's no biggie, Theo thought. I could do that in my sleep by now. I agree with Randy, and much like Lloyd said, increasing your combat prowess is sure to make our investigations go more smoothly. Yeah, there's really no reason not to do this. What do you think, Theo? An acceptable idea. I will be relying on your assistance. Sounds like a plan. Which materials are necessary to apply the modifications? It's a special material called T-Material. Ah, das Upgrade vom U-Material quasi, oder was? I heard it might be kinda difficult to find it in Crossbell. Is that so? Well, we'll search for it anyway. And by the way, we only need one of them. Good luck on your search. Please speak with Guillaume once you've gathered one. Wir haben gerade noch nicht mal zu Ende mit ihm gesprochen. Wo finden wir das denn? We'll proceed with our own preparations to modify the obvious stuff in the meantime. Thank you, Chief. I will be relying on you. Shall we go then? Yeah, let's go track this bad boy down. Hä, aber wir haben gerade nicht einen Hint bekommen, wo wir das finden, oder? Oder habe ich irgendwas überlesen? Now begin the preparations to install the new programming. It's going to be a large-scale update, which means simply unpacking the components will take a considerable amount of time. People will begin to think you are employed here if you stand at the counter for too long, Chief. Is that not misleading? Finde ich auch irgendwie unglücklich gelöst. I'm sorry, Theo, I can't help it. This place is too dark for my poor old eyes. Can't you give the poor man a break every once in a while, Theo? My apologies, it comes naturally. No need to worry, I begin preparations necessary for implementing the supplemental programming. Please speak with Guillaume once you've gathered the required materials. We'll be ready to implement the modifications whenever you're ready to begin, okay? Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Also ich meine, der könnte uns jetzt theoretisch einmal quer über den Globus schicken. Ich habe keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Aber wenn die sagen, nicht hier, was ist der am weitesten entfernte Ort, den wir besuchen können? Das ist doch Michelin, oder? The special material you'll need is called T-Material. It's a bit of a rare one, or so I've heard. We'll continue prepping things on our end, so give us a shout when you've gathered everything you need. The special material called Rare One. Okay. Ich bin ein bisschen traurig ob der mangelnden Informationslage. Denn, warte, vielleicht steht aber hier noch irgendwas. Chief Roberts Branch Manager made the original request. Upgrade would be able... We will need one T-Material for the modification to be performed. Steht einfach gar nichts darüber. Nichts. Das könnte überall sein. Aber er hatte ja gesagt, in Crossbell nicht. Aber trotzdem, es gibt hier so viele Orte. Also theoretisch müsstest du jetzt hier einmal nochmal, keine Ahnung, 3 Stunden investieren, um hier mit jedem zu sprechen und jeden Ort zu besuchen. Das werde ich natürlich nicht machen. Ich bin nur am Überlegen, wie ich beim nächsten Mal weitermache. Also das hier würde ich schon ganz gerne abschließen. Ich glaube, wir werden beim nächsten Mal, da werde ich dann vorbereitet reingehen, weil ich muss jetzt hier einen Cut machen. Das ist jetzt die 3. Folge in Folge. Ich muss die Videos heute noch schneiden, das habe ich ein zeitliches Problem. Auf jeden Fall, hier komme ich mit Antworten nächstes Mal um die Ecke. Dann gucken wir, wie weit wir mit den Monstern kommen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Aber ich werde es probieren. Und dann folgen wir der Hauptstory. Und warte mal, unsere Aufgabe war nochmal, wohin jetzt zu gehen? Ach ja, mit den Leuten zu sprechen. Genau, Bond. Das sind genau die 3 Leute, mit denen ich vor nicht allzu langer Zeit schon mal geredet habe. Sehr, sehr spannend. Und wenn die Zeit es zulässt, werde ich davor vielleicht noch die beiden Sachen hier durchkochen mit Speichern und Neuladen und so. Lasst euch mal überraschen, ob wir hier beim nächsten Mal Häkchen haben. Ja, ich würde gerade sagen, 2 Sachen sind es, Lunchbox und Burger. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!